Lektion 1: Der fehlende Gegenstand. Hey Anna, ich konnte den Artikel, den ich gesucht habe, im Laden nicht finden. Wissen Sie, ob Sie es auf Lager haben? Hallo John. Oh, das ist schade. Nach welchem Gegenstand hast du gesucht? Ich habe versucht, ein neues kabelloses Ladegerät zu kaufen, aber Sie sagten, sie wären alle draußen. Ah, ich verstehe. Drahtlose Ladegeräte waren in letzter Zeit sehr beliebt, daher waren sie möglicherweise schnell ausverkauft. Ja, das hat mir das Personal gesagt. Sie sagten, Sie erwarten bald eine neue Lieferung, also muss ich es später noch einmal versuchen. Nun, das ist gut zu hören. Zumindest werden sie bald mehr auf Lager haben. In der Zwischenzeit könnten Sie versuchen, online nach dem Ladegerät zu suchen. Das ist eine tolle Idee. Ich werde auch in einigen Online-Shops nachschauen. Hoffentlich finde ich vor meiner Reise nächste Woche einen. Ich bin mir sicher, dass du einen finden wirst. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Empfehlungen für gute kabellose Ladegeräte benötigen. Wird reichen. Danke für den Vorschlag. Ich schätze die Hilfe. Lektion 2: Grenzübertritt. Hey Anna, ich bin etwas nervös wegen meiner bevorstehenden Reise. Ich bin noch nie international gereist. Oh, wirklich? Was macht dich deswegen nervös? Nun, ich habe gehört, dass der Grenzübergang ein bisschen mühsam sein kann. Hast du irgendwelche Tipps? Ah, ich verstehe. Grenzübergänge können ein bisschen einschüchternd sein, aber solange Sie vorbereitet sind, sollte es ziemlich einfach sein. Auf welche Dinge muss ich mich vorbereiten? Normalerweise überprüfen Sie Ihren Reisepass und stellen ein paar Fragen. Sei einfach ehrlich und höflich, und du solltest startklar sein. Okay, das klingt nicht schlecht. Welche Art von Fragen stellen Sie normalerweise? Sie fragen vielleicht nach dem Zweck Ihrer Reise, wie lange Sie dort sein werden und wo Sie übernachten werden. Seien Sie einfach bereit, solche Fragen zu beantworten. Ich hab's. Ich werde sicherstellen, dass ich alle meine Dokumente bereit habe, und ich werde meine Antworten üben. Danke für den Rat. Lektion 3: Drahtlose Wunder. Hey Anna, ich wollte dir von diesem neuen kabellosen Ladegerät erzählen, das ich gerade gekauft habe. Oh, wirklich? Was hältst du davon? Es ist unglaublich. Ich finde es toll, wie praktisch es ist. Keine verhedderten Kabel mehr. Das ist großartig. Warum hast du dich für ein kabelloses Ladegerät entschieden? Nun, ich hatte es satt, jedes Mal, wenn der Akku meines Handys fast leer war, mein Ladekabel finden zu müssen. Das Kabellose ist einfach so viel einfacher. Ich sehe den Appell. Wie funktioniert das genau? Sie legen Ihr Telefon einfach auf das Ladepad und es wird automatisch aufgeladen. Kein Einstecken erforderlich. Wow, das klingt wirklich praktisch. Vielleicht muss ich mir selbst eine davon besorgen. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es hat das Spiel für mich verändert. Ich muss nicht mehr vergessen, mein Handy aufzuladen, bevor ich das Haus verlasse. Das ist ein gutes Argument. Das klingt nach einer lohnenden Investition. Ich muss mir einige Optionen ansehen. Let me know if you have any other questions.
I'm happy to share more about my wireless charging experience. Lektion 4. Inselhopping. Hey Anna, warst du schon einmal auf Hawaii? Nein, habe ich nicht, aber es steht definitiv auf meiner Reisebucketliste. Was ist mit dir? Ich war vor ein paar Jahren dort und es war eine tolle Reise. Ich habe sowohl Oahu als auch Big Island besucht. Oh, das klingt wunderbar. Was waren die Höhepunkte dieser beiden Inseln? Nun, Oahu ist bekannt für seine geschäftige Hauptstadt Honolulu und den berühmten Waikiki Beach. Aber Big Island ist wirklich einzigartig. Was macht Big Island anders? Sie ist die größte der hawaiianischen Inseln und beherbergt Vulkane, schwarze Sandstrände und unglaubliche Naturlandschaften. Wow, das klingt unglaublich. Konnten Sie die Vulkane aus der Nähe sehen? Unbedingt. Ich habe an einer Führung durch den Volcanoes Nationalpark teilgenommen und es war eine unglaubliche Erfahrung. Das kann ich mir nur vorstellen. Das muss atemberaubend gewesen sein. Hattest du einen Favoriten zwischen den beiden Inseln? Das ist eine schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, Big Island hat bei mir den größten Eindruck hinterlassen. Die Vielfalt der Landschaften dort ist einfach umwerfend. Gut zu wissen. Ich muss auf jeden Fall beide besuchen, wenn ich endlich auf Hawaii bin. Du wirst es nicht bereuen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Tipps für die Planung Ihrer Reise benötigen. Lektion 5. Produktivität im Griff. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit versucht herauszufinden, wie ich meine Studienzeit am besten strukturieren kann. Oh, das ist ein interessantes Thema. Womit hast du zu kämpfen gehabt? Nun, ich habe das Gefühl, dass ich nicht immer so produktiv bin, wie ich sein könnte. Manchmal fällt es mir schwer, konzentriert zu bleiben. Ich verstehe. Haben Sie versucht, irgendwelche Strategien umzusetzen, die dabei helfen? Nicht wirklich. Ich bin mir nicht sicher, was die optimale Lernzeit ist oder wie ich meine Produktivität maximieren kann. Nun, es gibt ein paar Dinge, die du ausprobieren kannst. Der Schlüssel ist herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert. Wie was? Ich bin offen für Vorschläge. Nun, Untersuchungen zeigen, dass kürzere, häufigere Lernsitzungen effektiver sein können als lange Marathon-Lernsitzungen. Ah, das ist gut zu wissen. Ich neige dazu, alles auf einmal reinzustopfen. Richtig, und das kann tatsächlich kontraproduktiv sein. Versuchen Sie, Ihre Lernzeit in Abschnitte von 25 bis 30 Minuten mit kurzen Pausen dazwischen aufzuteilen. Okay, das macht Sinn. Und was ist mit der optimalen Tageszeit zum Lernen? Das kann von Person zu Person unterschiedlich sein, aber viele Menschen finden, dass sie morgens oder am frühen Nachmittag am konzentriertesten und produktivsten sind. Ich hab's. Ich muss experimentieren und herausfinden, was für meinen Zeitplan und meinen Lernstil am besten geeignet ist. Definitiv. Es kann einige Versuche und Irrtümer erfordern, aber die optimale Routine zu finden, kann einen großen Unterschied machen. Super, vielen Dank für die Tipps. Ich schätze den Rat sehr. Lektion 6. Auch Pausen. Hey Anna, ich habe das Gefühl, ich brauche wirklich eine Pause von der Arbeit.
Ich habe in letzter Zeit ununterbrochen gearbeitet. Ich höre dich. Manchmal brauchen wir alle etwas Zeit, um neue Energie zu tanken. Was für eine Pause wolltest du einlegen? Nun, ich dachte darüber nach, vielleicht einen kurzen Urlaub zu machen oder auch nur ein langes Wochenende. Ich brauche nur etwas Zeit für mich, um mich zu entspannen und abzuschalten. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ein Tempowechsel kann Wunder bewirken. Wo hast du darüber nachgedacht, Urlaub zu machen? Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht an einem ruhigen und friedlichen Ort, an dem ich einfach für eine Weile von allem abschalten kann. Das klingt perfekt. Du verdienst eine Pause. Ich hoffe, Sie finden den richtigen Ort, um neue Energie zu tanken und erfrischt zurückzukommen. Ich auch. Ich schätze, ich muss lernen, geduldiger mit mir selbst umzugehen und mich nicht ständig so anzustrengen. Absolut. Pausen einzulegen ist wichtig für Ihr allgemeines Wohlbefinden. Scheuen Sie sich manchmal nicht, sich selbst an die erste Stelle zu setzen. Du hast recht. Ich werde anfangen, einige Optionen für einen schönen, erholsamen Kurzurlaub zu prüfen. Danke für die Ermutigung. Lektion 7: Zahlungsplattformen. Hey Anna, hast du in letzter Zeit eine der neuen Zahlungsplattformen benutzt? Ja, habe ich. Ich war wirklich beeindruckt, wie praktisch und einfach sie zu bedienen sind. Das ist toll zu hören. Ich habe ein bisschen gezögert, sie auszuprobieren, aber es klingt, als ob sie es wert sind. Definitiv. Ich finde es toll, wie ich Dinge einfach mit ein paar Fingertipps auf meinem Handy bezahlen kann. Es ist so viel schneller, als meine Brieftasche und mein Bargeld herauszuholen. Das stimmt, es ist viel bequemer. Haben Sie eine Lieblingsplattform, die Sie am häufigsten nutzen? Der von meiner Bank hat mir sehr gut gefallen. Es ist sehr benutzerfreundlich und ich kann alle meine Transaktionen problemlos verfolgen. Ah, das ist gut zu wissen. Das muss ich mir ansehen. Danke für die Empfehlung. Kein Problem. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zu den verschiedenen Zahlungsplattformen haben. Ich freue mich immer, zu teilen, was ich gelernt habe. Wird reichen. Das ist wirklich hilfreich. Ich denke, ich bin bereit, eines davon auszuprobieren. Lektion 8: Temperatur messen. Hey Anna, ich versuche etwas im Ofen zu backen, bin mir aber nicht sicher, auf welche Temperatur ich es einstellen soll. Okay, nun, was versuchst du zu backen? Ich mache ein paar Kekse und das Rezept besagt, dass man sie bei 205 Grad Fahrenheit backen soll. 205 Grad Fahrenheit? Das scheint wirklich hoch zu sein. Die meisten Kekse werden bei etwa 350 Grad Fahrenheit gebacken. Oh wirklich? Ich werde sicherstellen, dass die Temperatur noch einmal überprüft wird. Ich will nicht mit verbrannten Keksen enden. Gute Idee. Beim Backen ist es immer wichtig, die Temperatur genau zu messen. Hast du ein Ofenthermometer? Nein, ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich muss einen abholen, bevor ich wieder versuche zu backen. Das ist eine großartige Investition. Ein Ofenthermometer kann wirklich dazu beitragen, dass Ihre Backwaren perfekt zubereitet werden. Definitiv. Das füge ich meiner Einkaufsliste hinzu. Danke für den Tipp. Lektion 9: Termine und Zeitpläne. Hey Anna,
Nächste Woche steht ein Termin an, wegen dem ich etwas nervös bin. Es tut mir leid, das zu hören. Wofür ist der Termin? Es ist nur eine Routineuntersuchung bei meinem Arzt, aber vor diesen Dingen werde ich immer ein wenig ängstlich. Ich verstehe. Es ist normal, dass du dich so fühlst, aber versuche, dir nicht zu viele Sorgen zu machen. Ich bin mir sicher, dass es reibungslos ablaufen wird. Das hoffe ich. Ich will nur sicher gehen, dass ich nichts vergesse oder zu spät komme, weißt du? Das ist verständlich. Haben Sie Datum und Uhrzeit des Termins überprüft? Ja, habe ich. Es ist nächsten Donnerstag um 14:30 Uhr. Ich werde dafür sorgen, dass es in meinen Kalender aufgenommen wird. Guter Plan. Und vergiss nicht, dir genügend Zeit zu nehmen, um dorthin zu gelangen, damit du dich nicht gehetzt fühlst. Du hast recht, ich sollte planen, ein paar Minuten früher anzukommen. Danke für den Rat. Mir geht es jetzt etwas besser. Lektion 10: Entspannende Musik. Hey Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas gestresst. Hast du irgendwelche Empfehlungen für entspannende Musik? Absolut. Musik kann so ein großartiger Stressabbau sein. Welche Genres magst du normalerweise? Nun, ich bin offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. Normalerweise höre ich viel Rock und Pop, aber ich habe Lust auf etwas Beruhigenderes. Okay, ich habe genau das Richtige. Hast du jemals versucht, Ambient- oder Naturmusik zu hören? Nein, habe ich nicht. Wie ist das? Es ist sehr beruhigend und friedlich. Die Musik enthält oft Naturgeräusche wie Regen, Wellen oder Windspiele. Das klingt wunderbar. Ich könnte definitiv etwas gebrauchen, um mich zu entspannen. Welche Art von Musik magst du, wenn du gestresst bist? Ich höre sehr gerne klassische Musik oder Klavierkompositionen. Die Melodien sind so schön und entspannend. Das ist eine tolle Idee. Das muss ich mal versuchen. Hast du bestimmte Künstler oder Playlisten, die du empfehlen würdest? Absolut. Ich kann Ihnen später einige Vorschläge schicken. Versuche in der Zwischenzeit einfach, etwas zu finden, das dich anspricht und dir hilft, dich ruhig zu fühlen. Hört sich gut an. Danke, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir zu helfen. Lektion 11: Ein Hotel buchen. Hey Anna, ich plane nächsten Monat eine Reise. Hast du irgendwelche Tipps zur Buchung eines Hotels? Unbedingt. Außerhalb der Hauptsaison kann eine gute Zeit sein, um ein Hotel zu buchen. Möglicherweise können Sie einen besseren Preis erhalten. Das ist ein gutes Argument. Sollte ich direkt beim Hotel buchen oder eine Website eines Drittanbieters nutzen? Es kommt wirklich darauf an. Wenn Sie direkt beim Hotel buchen, erhalten Sie manchmal Extras wie kostenlose Parkplätze oder Frühstück. Websites von Drittanbietern können jedoch bessere Angebote haben. Ich hab's. Und was ist mit der Steuer? Muss ich die separat bezahlen? In der Regel ist die Steuer im angegebenen Hotelpreis enthalten. Es ist jedoch immer eine gute Idee, dies vor der Buchung zu überprüfen. Hervorragend. Das ist wirklich hilfreich. Ich werde anfangen, nach Optionen zu suchen. Danke, Anna. Kein Problem. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte.
Lass es mich wissen, wenn du weitere Fragen hast. Wird reichen. Ich schätze den Rat. Lektion 12: Einkaufen. Hey Anna, ich habe vor, einkaufen zu gehen. Willst du zu mir kommen? Sicher. Das würde ich liebend gern. Was musst du besorgen? Nun, wir brauchen Tomaten, Gurken, Salat und etwas Dressing für den Salat. Hört sich gut an. Ich dachte, wir könnten uns auch ein paar Früchte holen. Exzellente Idee. An was für Früchte hast du gedacht? Vielleicht ein paar Äpfel, Bananen und Beeren. Sie eignen sich hervorragend für Snacks oder zum Hinzufügen zum Salat. Perfekt. In Ordnung. Dann gehen wir in den Laden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, frische Produkte auszusuchen. Ich auch. Das wird ein lustiger Einkaufsbummel. Absolut. Ich bin sicher, wir werden alles finden, was wir brauchen und noch mehr. Fantastisch. Sollen wir dann gehen? Lektion 13: Gesundes Essen. Guten Morgen. Ich dachte, wir könnten heute ein paar gesunde Zutaten kaufen. Gute Idee. Welche Art von gesunden Produkten hattest du im Sinn? Nun, vergiss nicht, auch ein paar Früchte zu holen. Ich dachte, wir könnten ein paar Äpfel, Bananen und Beeren holen. Oh, das ist eine tolle Idee. Die wären perfekt für Snacks oder zum Hinzufügen zu unseren Salaten. Genau. Und wir sollten wahrscheinlich auch etwas Gemüse holen. Vielleicht ein paar Tomaten, Gurken und Blattgemüse. Absolut, die wären perfekt für einen schönen, frischen Salat. Wir könnten sogar ein gesundes Dressing dazu bekommen. Gute Überlegung. Ich werde sicherstellen, dass das zur Liste hinzugefügt wird. Klingt, als wären wir auf dem richtigen Weg für einen nahrhaften Lebensmitteltransport. Definitiv. Ich freue mich darauf, einige neue gesunde Rezepte mit diesen Zutaten auszuprobieren. Lektion 14: Vegetarisches Essen. Hey Anna, ich habe gehört, dass das neue vegetarische Restaurant gerade eröffnet wurde. Willst du es dir ansehen? Oh, das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer mehr vegetarische Optionen ausprobieren. Das gleiche hier. Ich bin gespannt, welche Art von Geschirr Sie haben. Ich auch. Ich wette, Sie haben eine Vielzahl köstlicher fleischloser Optionen. Absolut. Ich bin sicher, Sie werden tolle Salate, Gemüseburger und vielleicht sogar herzhafte Eintöpfe haben. Jung, das klingt alles so gut. Ich werde hungrig, wenn ich nur daran denke. Das gleiche hier. Gehen wir heute Abend zum Abendessen dorthin? Ja, machen wir es. Ich freue mich darauf, einige neue vegetarische Geschmacksrichtungen zu erleben. Fantastisch. Das wird ein lustiges und gesundes kulinarisches Abenteuer. Lektion 15: Qualitätszeit. Hey Anna, ich dachte, wir könnten dieses Wochenende eine lustige Familienaktivität planen. Das ist eine tolle Idee. Was hattest du im Sinn? Nun,
Wir könnten ein nettes Picknick im Park planen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Oh, ein Picknick klingt herrlich. Wir könnten ein paar gesunde Snacks und vielleicht sogar einen leckeren Salat einpacken. Genau. Es wäre die perfekte Gelegenheit, die Gesellschaft des anderen zu genießen und sich bei einer nahrhaften Mahlzeit zu treffen. Ich stimme zu. Außerdem wäre es eine nette Abwechslung zu unserer gewohnten Routine. Definitiv. Es wird uns helfen, unsere familiären Bindungen zu stärken und tolle Erinnerungen zu sammeln. Ich freue mich so sehr darüber. Das wird ein wunderbares Wochenende. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, alles zu planen und es zu einem besonderen Tag für uns alle zu machen. Lektion 16, Panoramafahrt. Hey Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, eine Panoramafahrt zu machen? Ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, rauszukommen und das schöne Wetter zu genießen. Hallo John. Das ist eine großartige Idee. Ich liebe es, neue Routen zu erkunden und die wunderschöne Landschaft zu genießen. Was hattest du im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten in die Berge fahren und uns die kurvenreiche Straße mit der herrlichen Aussicht ansehen. Ich werde auf jeden Fall eine landschaftlich reizvolle Fahrt für dieses Wochenende planen. Oh, das klingt wunderbar. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Snacks, die ich auf Roadtrips probieren kann. Hast du Empfehlungen für gute Snacks zum Mitnehmen? Guter Punkt. Ich kenne einige großartige lokale Restaurants, die köstliche und einzigartige Snacks verkaufen. Ich werde auf jeden Fall ein paar verschiedene Optionen auswählen. Es wird die perfekte Snackmischung für einen Roadtrip sein. Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Durch die Landschaft fahren und dabei leckere Snacks essen, es ist der perfekte Tag, wenn du mich fragst. Ich auch. Ich werde dafür sorgen, dass ich eine schöne, entspannte Route plane. Das wird eine Menge Spaß machen. Ich freue mich riesig darauf. Danke, dass du das vorgeschlagen hast. Das ist genau die Art von Abenteuer, die ich brauche. Jederzeit. Ich freue mich, dass du an Bord bist. Diese malerische Fahrt wird der Höhepunkt meines Wochenendes sein, da bin ich mir sicher. Lektion 17, Backpannen. Guten Morgen. Ich habe gehört, dass du in letzter Zeit etwas gebacken hast. Wie ist das ausgegangen? Oh, hallo John. Das Backen war nicht gerade ein Erfolg, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich habe vor dem Backen nicht genug Zeit gelassen, damit der Teig aufgehen kann. Oh nein, was ist passiert? Ist es zu dicht geworden? Ja, genau. Das Brot ist richtig schwer und in der Mitte irgendwie teigig geworden. Ich hätte geduldiger sein und länger warten sollen, bevor ich es in den Ofen gestellt habe. Ich verstehe. Backen kann schwierig sein, wenn Sie die Schritte nicht genau befolgen. Hast du ein bestimmtes Rezept verwendet oder hast du dich nur im Gedächtnis verloren? Ich habe versucht, einem Rezept zu folgen, aber vielleicht habe ich einige Schritte überstürzt ausgeführt. Das nächste Mal werde ich es auf jeden Fall sorgfältig durchlesen und dem Teig genügend Zeit geben, damit er richtig aufgeht. Das ist ein guter Plan. Beim Backen dreht sich alles um Präzision. Ich bin sicher, dein nächster Versuch wird viel besser ausfallen. Ich hoffe es. Ich möchte dieses Rezept wirklich beherrschen. Hast du irgendwelche Tipps, die du aus deinen eigenen Bäckerfahrungen mit uns teilen kannst? Nun, ich finde es immer gut, die richtigen Werkzeuge und Geräte zu haben.
Vielleicht investieren Sie auch in ein zuverlässiges Ofenthermometer, nur um sicherzugehen, dass die Temperatur genau stimmt. Ofenthermometer, verstanden. Das werde ich auf jeden Fall zu meinen Bakutenserien hinzufügen. Danke für den Rat. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir bei der Behebung dieses Problems helfen. Jederzeit. Ich teile gerne mit, was ich gelernt habe. Lass mich einfach wissen, wie deine nächste Bäcksitzung läuft. Lektion 18, den Tisch decken. Hey Anna, mir ist aufgefallen, dass du das Haus neu organisiert hast. Hey, wie läuft das? Oh, es läuft gut. Ich habe unsere Küche durchsucht und versucht, alles besser zu organisieren. Ich habe sogar ein schönes neues Set Glaswaren mitgenommen. Das ist großartig. Was für Glaswaren hast du bekommen? Ich bin immer auf der Suche nach schönen Ergänzungen für unsere Küche. Nun, ich habe mich für ein vielseitiges Set entschieden, das für alles verwendet werden kann, von Wassergläsern bis hin zu Wein. Ich denke, es wird sehr praktisch sein, eine Vielzahl von Größen und Stilen zu haben. Eine hervorragende Wahl. Diese Abwechslung ist so wichtig, besonders wenn man unterhaltsam ist. Hast du eine bestimmte Art, den Tisch zu decken? Definitiv. Ich mag es, die Glaswaren zu mischen und zu kombinieren, dazu passende Servietten zu verwenden und kleine Akzente wie ein Herzstück hinzuzufügen. Dadurch sieht der Tisch so einladend aus. Ich stimme zu, die Präsentation macht den halben Spaß. Ein gut gedeckter Tisch sorgt wirklich für die richtige Stimmung für eine Mahlzeit. Absolut. Ich habe gerade unsere Regale neu angeordnet, um den Zugriff auf all die verschiedenen Teile zu erleichtern. Wir sollten alles haben, was wir für unsere nächste Dinnerparty brauchen. Klingt perfekt. Ich bin sicher, was auch immer du zusammenstellst, wird fantastisch aussehen. Ihr Auge für Design ist immer genau richtig. Danke. Ich freue mich wirklich darauf, alles zusammenzustellen. Es wird das Hosting so viel einfacher machen. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Ihre Tabelleneinstellungen sind immer ein Highlight. Lektion 19, Hausarbeiten und Besorgungen. Hey Anna, wie lief dein Tag bis jetzt? Ich fühle mich, als wäre ich wie verrückt herumgelaufen. Oh, hier ist es genauso. Ich habe den ganzen Tag versucht, meine To-Do-Liste durchzugehen. Viele kleine Aufgaben und Besorgungen, um die man sich kümmern muss. Ah, die unendliche Liste. Was für Dinge hast du heute gemacht? Nun, nur ein paar kleinere Aufräumarbeiten im Haus, ein kurzer Einkaufsbummel und ein paar andere Kleinigkeiten. Nichts allzu Wichtiges, aber es hat mich beschäftigt. Das höre ich. Ich musste zur Bank gehen, ein Paket bei der Post abgeben und ein paar Haushaltsgegenstände abholen. Ich fühle mich, als wäre ich überall in der Stadt gewesen. Uff, das klingt nach einem vollen Tag. Wenigstens konntest du aber alles erledigen. Ich finde es so befriedigend, Dinge von der Liste abzuhaken. Definitiv. Es sind die kleinen Siege, oder? Hast du heute bei deinen Besorgungen zufällig etwas Lustiges oder Interessantes entdeckt? Nicht wirklich, nur die Grundlagen. Allerdings habe ich im Laden ein paar neue Zeitschriften entdeckt, die mir aufgefallen sind. Vielleicht muss ich mir später eine kleine Lektüre gönnen. Oh, nett. Es ist immer gut, sich etwas zu gönnen, auch an einem anstrengenden Tag. Vielleicht muss ich später mit dir eine Zeitschriftenpause machen. Klingt nach einem Plan.
Wir können Geschichten über unsere produktiven, aber anstrengenden Tage austauschen. Haha, perfekt. Genau das, was der Arzt nach einem hektischen Tag voller Hausarbeiten und Besorgungen verordnet hat. Lektion 20. Wochenendtrip. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, dieses Wochenende einen Kurztrip zu machen. Hattest du irgendwelche Reisepläne im Kopf? Oh, ein Wochenendausflug? Das klingt herrlich. Ich habe nichts Konkretes geplant, aber ich bin immer bereit für ein Abenteuer. Großartig. Ich dachte, wir könnten an die Küste fahren und ein nettes kleines Gasthaus oder B&B finden, in dem wir 1 oder 2 Nächte verbringen können. Was denkst du? Das klingt absolut perfekt. Die Küste ist zu dieser Jahreszeit so wunderschön. Wir könnten etwas erkunden, die Meeresluft genießen und uns einfach entspannen. Genau. Ich dachte, es wäre eine nette Abwechslung zu unserer gewohnten Routine. Ein kleiner Wochenendausflug, wenn du so willst. Ich fühle mich schon entspannter, wenn ich nur daran denke. Haben Sie bestimmte Orte entlang der Küste im Sinn? Noch nicht, aber ich werde ein bisschen recherchieren und schauen, ob ich ein bezauberndes kleines Lokal finde. Vielleicht finden wir sogar 1 oder 2 malerische Wanderungen zum Ausprobieren. Oh, ja. Ich liebe eine gute Wanderung mit Aussicht. Das klingt immer besser. Ich kann es kaum erwarten, die Stadt für eine Weile zu verlassen. Ich auch nicht. Es wird genau das sein, was wir zum Aufladen brauchen. Ich kümmere mich um die Planung und teile Ihnen die Einzelheiten mit. Wunderbar. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie diesbezüglich die Initiative ergriffen haben. Es wird ein fantastisches Wochenende. Absolut. Darauf freue ich mich. Das wird der perfekte kleine Kurzurlaub. Lektion 21. Hangout Soon. Hey Anna, ich wollte fragen, kannst du bald abhängen? Unbedingt. Das würde ich liebend gerne. Wann hattest du das im Sinn? Wie wäre es mit diesem Wochenende? Ich dachte, wir könnten einen Happen essen und uns treffen. Hört sich toll an. Ich freue mich darauf. Toll, dann ist es ein Plan. Ich schicke dir die Details später. Hört sich gut an. Kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Das wird lustig. Definitiv. Bis bald. Ganz gewiss. Passt auf euch auf. Lektion 22. Eine kleine Weile. Guten Morgen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass du nicht auf meine Nachricht zum Abhängen geantwortet hast. Ist alles in Ordnung? Hey John, das tut mir leid. Manchmal brauche ich nur eine Weile, um zu antworten, du weißt, wie das ist. Gar kein Problem, ich verstehe. Das Wichtigste ist, dass wir für dieses Wochenende noch da sind, oder? Unbedingt. Ich freue mich immer noch darauf. Ich war in letzter Zeit nur ein bisschen beschäftigt, aber ich werde sicherstellen, dass mein Terminkalender frei ist. Toll, das freut mich zu hören. Ich kann es kaum erwarten, mich persönlich zu treffen. Ich auch nicht, es ist zu lange her. Wir sehen uns dann. Hört sich gut an. Lass es ruhig bis dahin angehen.
Lektion 23. Chancen nutzen. Hallo Anna, ich hatte eine Idee, die ich an dir vorbeiführen wollte. Oh, das ist interessant. Was hast du im Sinn? Nun, ich dachte, mit dieser neuen Gelegenheit, die sich bietet, wie können wir sie wirklich zu unserem Vorteil nutzen? Das ist eine gute Frage. Lass mich einen Moment darüber nachdenken. Ich bin ganz Ohr. Ich habe das Gefühl, dass hier viel Potenzial steckt, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Du hast absolut recht. Ich sehe ein paar Möglichkeiten, wie wir die Vorteile hier maximieren könnten. Ich höre zu, mach weiter. Okay, nun, zuerst könnten wir. Mir gefällt, wohin das führt. Mach weiter, ich freue mich darauf, mehr zu hören. Lektion 24. Reibungsloses Fahren. In Ordnung, Anna, es ist Zeit, unseren Flug zu besteigen. Bist du bereit? Darauf kannst du wetten. Ich habe alles gepackt und kann es kaum erwarten, loszulegen. Hervorragend. Ich hoffe, es läuft reibungslos und wir kommen ohne Verzögerungen an. Ich auch. Ich freue mich auf diese Reise. Es ist schon eine Weile her, dass wir zusammen gereist sind. Definitiv. Es wird toll sein, etwas Zeit abseits des üblichen Trubels zu verbringen. Absolut. Ich bin sicher, wir werden eine wundervolle Zeit haben. Daran habe ich keinen Zweifel. Sollen wir? Nach dir. Lass uns das machen. Los geht's. Das wird ein Abenteuer. Lektion 25. Erschwingliche Funde. Hey Anna, ich wollte dir von den Gegenständen erzählen, die ich neulich abgeholt habe. Oh, die, von denen du mir erzählt hast? Wie ist das ausgegangen? Wirklich gut, eigentlich. Sie waren ziemlich erschwinglich im Vergleich zu dem, was ich in den örtlichen Geschäften bezahlt hätte. Das ist toll zu hören. Ich freue mich, dass Sie das, was Sie brauchten, zu einem guten Preis finden konnten. Ja, die Online-Angebote waren einfach zu gut, um sie sich entgehen zu lassen. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Einkäufen. Das ist großartig. Es ist immer befriedigend, wenn man ein gutes Schnäppchen machen kann. Absolut. Ich muss dir die Details später mitteilen. Bitte tun Sie das, ich würde gerne mehr über Ihre Funde erfahren. Wird reichen. Wir sprechen uns bald wieder. Lektion 26. Work-Life-Balance. Hey Anna, ich weiß, dass ich in letzter Zeit mit Arbeit überhäuft wurde. Wie steht's mit dir? Findest du eine gute Balance? Oh, das verstehe ich auf jeden Fall. Es war auch ein Kampf für mich. Manchmal fühlt es sich an, als ob der Tag einfach nicht genug Zeit hat. Vollkommen. Und es geht nicht nur um die Arbeit selbst, sondern auch um all die anderen Aufgaben, weißt du? Absolut. Ich bleibe lange im Büro, nur um Schritt zu halten, aber dann fühle ich mich schuldig, weil ich nicht genug Zeit mit Familie und Freunden verbringe. Ich höre dich. Es ist ein ständiger Jonglierakt. Haben Sie irgendwelche Strategien ausprobiert, um das alles zu bewältigen? Nun, ich habe versucht,
bewusster Grenzen zu setzen und meine Freizeit zu schützen. Ich habe quasi jeden Tag das Büro zu einer bestimmten Zeit verlassen, egal was passiert. Das ist eine tolle Idee. Das sollte ich versuchen. Ich finde es auch hilfreich, Aktivitäten außerhalb der Arbeit in meinem Kalender einzuplanen, damit sie sich genauso wichtig anfühlen wie meine beruflichen Verpflichtungen. Oh, das ist gut. Das muss ich mal versuchen. Und ich versuche, meine Hausarbeiten und Besorgungen zu erledigen, damit ich mich nicht ständig in verschiedene Richtungen gezogen fühle. Hervorragend. Wir müssen auf uns selbst aufpassen, oder? Nur so lässt sich Burnout vermeiden. Exakt. Die Work-Life-Balance ist so wichtig, aber nicht immer einfach zu erreichen. Aber wir müssen es weiter versuchen. Absolut. Danke für die Tipps. Ich fühle mich inspiriert, einige Änderungen vorzunehmen und ein besseres Gleichgewicht zu finden. Lektion 27: Kleidung anprobieren. Hey Anna, warst du in letzter Zeit einkaufen? Ich brauche ein paar neue Klamotten, aber ich bin mir nicht sicher, was ich kaufen soll. Oh, ich bin letztes Wochenende gerade einkaufen gegangen. Ich habe einige wirklich tolle Angebote für neue Hemden und Hosen gefunden. Hattest du etwas Bestimmtes im Sinn? Nun, ich suche nach ein paar neuen Outfits für die Arbeit, aber ich bin mir nicht sicher, was am besten aussehen würde. Ich stimme zu, dass das Anprobieren die richtige Passform und den Komfort gewährleistet. Das ist eine tolle Idee. Kleidung anzuprobieren ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass sie gut sitzt und sich wohlfühlt. Außerdem können Sie sehen, wie verschiedene Stile und Farben an ihnen aussehen. Genau. Ich möchte sicher gehen, dass ich etwas kriege, das nicht nur stylisch, sondern auch praktisch fürs Büro ist. Hast du Empfehlungen für Geschäfte, die du dir ansehen solltest? Für Arbeitskleidung würde ich vorschlagen, einige der Mittelklasse-Kaufhäuser zu besuchen. Sie haben normalerweise eine gute Auswahl an professionell aussehenden Optionen, die auch bequem sind. Toll, das ist wirklich hilfreich. Ich werde mir die auf jeden Fall ansehen. Ich möchte sicher gehen, dass ich etwas finde, mit dem ich mich sicher fühle, wenn ich es im Büro trage. Ich bin sicher, du wirst etwas Tolles finden. Nehmen Sie sich einfach Zeit, um verschiedene Stücke anzuprobieren und scheuen Sie sich nicht, nach Meinungen zu fragen. Dafür sind Freunde da. Du hast absolut recht. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir einige Ratschläge zu geben. Es hilft wirklich, den Einkaufsprozess viel weniger überwältigend zu gestalten. Jederzeit. Ich helfe gerne. Lass mich wissen, wie es läuft, wenn du einkaufen gehst, okay? Wird reichen. Danke nochmal. Ich fühle mich jetzt viel besser vorbereitet. Lektion 28: Kleidung einkaufen mit kleinem Budget. Hey Anna, ich muss ein paar neue Hemden und Hosen holen. Hast du ein Budget für Kleidung im Hinterkopf? Gute Frage. Ich versuche, mich an ein vernünftiges Budget zu halten, aber ich suche auch nach hochwertigen Stücken, die lange halten. Auch hier mag ich Kleidung, die strapazierfähig ist und nicht alle paar Monate ausgetauscht werden muss. Exakt. Hast du eine Zahl im Kopf, wie viel du diese Zeit ausgeben möchtest? Vielleicht um die $200 für den Anfang. Das sollte mir ein paar schöne Oberteile und eine neue Jeans bringen. Das klingt machbar. Ich werde wahrscheinlich auch beim Einkaufen ein ähnliches Sortiment anstreben. Hört sich gut an. Schauen wir uns dieses Wochenende die Angebote im Einkaufszentrum an?
Auf jeden Fall freue ich mich darauf, tolle Angebote für einige vielseitige, langlebige Stücke zu finden. Perfekt, dann ist es ein Plan. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was uns begegnet. Lektion 29. Hin und hergerissen zwischen zwei Möglichkeiten. Hey Anna, es fällt mir schwer, mich zwischen zwei wirklich coolen Videospielen zu entscheiden. Ich kann mir nicht aussuchen, welches ich mir holen soll. Oh, welche ziehst du in Betracht? Vielleicht kann ich dir helfen, die Vor- und Nachteile abzuwägen. Nun, einer hat tolle Grafiken und eine offene Welt zum Erkunden. Aber der andere hat meine Lieblingscharaktere und lustige Minispiele. Das ist eine schwierige Wahl. Sie klingen beide ziemlich gut. Was ist dir am wichtigsten, die Grafik oder das Gameplay? Ich bin ehrlich gesagt hin und hergerissen. Die Grafik auf dem einen ist einfach beeindruckend, aber das andere entspricht eher den Spielen, die ich normalerweise mag. Nun, vielleicht versuchen Sie, sich ein paar Gameplay-Videos von jedem einzelnen anzusehen. Das könnte dir helfen, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, mit welchem du mehr Spaß haben Gute würdest. Idee. Das mache ich. Das ist einfach so schwer, weil beide coole Funktionen haben, die ich wirklich will. Ich kenne das Gefühl. Manchmal fallen die schwierigsten Entscheidungen zwischen zwei gleichermaßen attraktiven Optionen. Aber du wirst es herausfinden. Das hoffe ich. Danke fürs Zuhören. Ich lasse dich wissen, welches ich am Ende bekomme. Lektion 30. Zahlungsoptionen erkunden. Hey Anna, ich wollte etwas über unseren Zahlungsplan besprechen. Oh, was ist das? Ich freue mich, die Einzelheiten mit Ihnen zu besprechen. Nun, ich habe mich gefragt, ob wir die Zahlungsfrist ein wenig verlängern könnten. Das könnte klappen. Was hattest du in Bezug auf den Zeitrahmen im Sinn? Vielleicht könnten wir es über ein paar Monate verlängern? Das würde meinem Budget helfen. Okay, lass mich einen Blick auf die Optionen werfen. Ich denke, wir können das definitiv zum Laufen bringen. Fantastisch, ich schätze Ihre Flexibilität in dieser Hinsicht sehr. Es wird einen großen Unterschied für mich machen. Lektion 31. Die Natur genießen. Guten Morgen, Anna. Hast du etwas Lustiges für das Wochenende geplant? Tatsächlich dachte ich darüber nach, eine Wanderung zu machen. Möchtest du mitmachen? Das klingt wunderbar. Ich wollte schon länger draußen sein. Hervorragend, wir können ein Picknick einpacken und die frische Luft genießen. Achten Sie nur darauf, Sonnencreme aufzutragen, um Ihre Haut zu schützen. Gute Entscheidung. Ich schäume auf jeden Fall ein. Ich kann es kaum erwarten, die Glückseligkeit der Natur zu genießen. Ich auch nicht. Es wird ein herrlicher Tag, um abzuschalten und neue Energie zu tanken. Absolut. Genau das brauche ich, um meine Batterien zurückzusetzen und aufzuladen. Lektion 32. Zusammen kochen. Hey Anna, ich habe Lust, ein neues Rezept auszuprobieren. Hast du irgendwelche Ideen? In der Tat tue ich das. Wie wäre es mit einem leckeren Nudelgericht? Oh, das klingt perfekt. Welche Art von Pasta hattest du im Sinn? Nehmen wir einen Klassiker, wie wäre es mit ein paar Spaghetti?
Wir können ein paar Eier verquirlen, etwas Käse reiben und ein wenig Nudelwasser hinzufügen, um eine cremige Sauce zu erhalten. Lecker, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Brauchen wir noch andere Zutaten? Nur eine einfache Tomatensauce wäre eine nette Ergänzung. Das können wir auch verquirlen. Hört sich toll an. Lass uns kochen. Ich bin bereit, meine Kochkünste auf die Probe zu stellen. Lektion 31. Unerwartete Ereignisse. Guten Morgen, Anna. Hast du von dem Sturm letzte Nacht gehört? Das muss einige Probleme verursacht haben. Ja, ich habe heute Morgen die Nachrichten gesehen. Es scheint, dass es in mehreren Gebieten Stromausfälle gegeben hat. Ich hoffe, es hat dich nicht zu sehr betroffen gemacht. Nun, mein Strom fiel für ein paar Stunden aus. Es war ziemlich unpraktisch, aber das Hotelpersonal konnte den Notstromgenerator zum Laufen bringen. Das ist gut zu hören. Manchmal können diese unerwarteten Ereignisse schwierig sein, besonders wenn Sie auf Reisen sind. Absolut. Ich bin nur froh, dass das Hotel einen Notfallplan vorbereitet hat. Sie haben wirklich alles getan, um sicherzustellen, dass sich die Gäste wohl fühlten. Das ist großartig. Es ist immer schön, wenn Unternehmen proaktiv sind und Notfallpläne für solche Situationen haben. Definitiv. Es macht einen großen Unterschied darin, wie reibungslos die Dinge abgewickelt werden können. Ich werde sicherstellen, dass ich eine positive Bewertung für das Hotel hinterlasse. Das ist eine tolle Idee. Positives Feedback kann Unternehmen wirklich dazu ermutigen, dieses hohe Maß an Kundenservice aufrechtzuerhalten. Exakt. Kleine Gesten wie diese können viel bewirken. Ich hoffe, der Rest Ihres Tages verläuft trotz des Sturms reibungslos. Lektion 32. Einer neuen Leidenschaft nachgehen. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas reden. Ach, was ist es? Ich bin ganz Ohr. Nun, ich habe darüber nachgedacht, ein neues Hobby anzufangen, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Das ist aufregend. Für welche Art von Hobby interessierst du dich? Ich war in letzter Zeit wirklich fasziniert von der Holzbearbeitung. Ich habe es immer genossen, mit meinen Händen zu arbeiten, und ich denke, das könnte ein großartiges kreatives Ventil sein. Holzbearbeitung, hm? Das ist eine gute Wahl. Es ist so ein vielseitiges und lohnendes Hobby. Ja, ich fühle mich wirklich zu der Idee hingezogen, mit meinen eigenen Händen etwas Greifbares zu schaffen. Hast du irgendwelche Tipps für einen Anfänger wie mich? Unbedingt. Zunächst würde ich empfehlen, einige Nachforschungen anzustellen, um mehr über die grundlegenden Tools und Techniken zu erfahren. Es gibt unzählige großartige Tutorials online und in Büchern. Gute Idee. Ich werde anfangen, das zu untersuchen. Und was ist mit dem eigentlichen Einstieg? Irgendwelche Ratschläge da? Nun, ich würde vorschlagen, klein mit einem einfachen Projekt anzufangen, wie einem Vogelhaus oder einem Bilderrahmen. Auf diese Weise können Sie ein Gefühl für den Prozess bekommen, ohne überfordert zu werden. Das macht Sinn. Ich möchte nicht sofort mehr abbeißen, als ich kauen kann. Danke für die Tipps. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Natürlich. Ich freue mich darauf, dass du in dieses neue Hobby eintauchst. Lass mich wissen, wie es läuft, okay? Ich würde gerne sehen, was du kreierst. Wird reichen. Ich fühle mich inspiriert und bereit,
es auszuprobieren. Das wird eine lustige neue Herausforderung. Lektion 33: Schnäppchenjagd. Hey Anna, hast du in letzter Zeit etwas eingekauft? Du weißt es. Ich liebe gute Schnäppchen. Wie steht's mit dir? Das gleiche hier. Ich bin immer auf der Suche nach den besten Angeboten. Das ist großartig. Hast du irgendwelche Tipps, um diese versteckten Juwelen zu finden? Unbedingt. Zunächst würde ich sagen, es geht nur darum, geduldig zu sein und zu recherchieren. Oh, Recherche. Was meinst du damit? Nun, ich schaue mir gerne die Verkaufsflyer und Online-Anzeigen an, um zu sehen, was angeboten wird. Auf diese Weise kann ich meine Einkaufstouren strategisch planen. Das ist ein kluger Ansatz. Und wie wäre es, diese tollen Angebote im Laden tatsächlich zu entdecken? Ah, ja. Ich scanne immer die Ausverkaufsbereiche und halte Ausschau nach zeitlich begrenzten Werbeaktionen. Exzellente Tipps. Gibt es noch etwas, das du empfehlen würdest? Oh, und vergessen Sie nicht, nach Gutscheinen oder Rabatten im Treueprogramm zu suchen. Diese können sich wirklich summieren und Ihnen helfen, viel zu sparen. Definitiv. Ich liebe es, diese Angebote zu stapeln. Es ist wie eine kleine Schatzsuche. Genau. Der Nervenkitzel der Jagd ist der halbe Spaß. Außerdem ist es so befriedigend, etwas zu finden, das man liebt, zu einem Bruchteil der Kosten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Sie haben mir einige großartige Ideen gegeben, die ich bei meinem nächsten Einkaufsbummel ausprobieren kann. Freut mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie unglaubliche Schnäppchen entdecken. Werde ich tun. Danke für die Tipps. Ich fühle mich inspiriert, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Jederzeit. Fröhliches Jagen, mein Freund. Lektion 34: Mark erziehen. Morgen. Hast du von Marks Eltern und ihren Plänen für seine Zukunft gehört? Nein, habe ich nicht. Was ist die Geschichte dort? Nun, es scheint, dass sie wirklich entschlossen sind, Mark die bestmögliche Ausbildung zu bieten. Oh, das ist großartig. Welche Pläne haben Sie für ihn im Kopf? Soweit ich weiß, wollen sie, dass Mark nach der High School eine erstklassige Universität besucht. Wow, das ist ehrgeizig. Ich bin sicher, Sie wollen nur das Beste für ihn. Exakt. Sie glauben, dass ein prestigeträchtiger Abschluss ihn später im Leben auf Erfolgskurs bringen wird. Das macht Sinn. Aber glaubst du, Sie üben zu viel Druck auf ihn aus? Das ist ein gutes Argument. Sie scheinen ziemlich motiviert zu sein, wenn es um Marks Zukunft geht. Ich hoffe, Sie verlieren nicht aus den Augen, dass er seine eigenen Interessen und Talente erkunden kann. Ja, ich stimme zu. Eine Ausbildung ist wichtig, aber auch ihm zu ermöglichen, seinen eigenen Weg zu finden. Absolut. Es ist ein Gleichgewicht zwischen der Vorbereitung auf die Zukunft und der Pflege seiner Leidenschaften. Definitiv. Sie müssen aufpassen, dass Sie ihm Ihre Erfolgsvision nicht aufzwingen. Exakt. Mark sollte bei der Gestaltung seiner eigenen Bildungs- und Karriereziele mitreden können.
Absolut. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich das alles für ihn entwickelt. Ich hoffe, dass seine Eltern einen Weg finden, ihn zu unterstützen und ihm trotzdem die Freiheit zu geben, zu wachsen. Ich auch. Mit dem richtigen Ansatz könnte Mark wirklich gedeihen.